Wir stehen hier mit Nini Ziklauri, die Gründerin von Pulse of Europe Österreich. Kannst du mal kurz erklären, was Pulse of Europe eigentlich ist? Ja, also Pulse of Europe ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung, eigentlich eine spontane Bürgerbewegung, sage ich jetzt mal, als Reaktion auf die Wahlen in Großbritannien letztes Jahr oder auf die Wahlen von Trump. Also eigentlich schon irgendwie aus der Angst vor diesem Destruktivismus, diesem Rechtspopulismus, was in Europa geherrscht hat. Was passiert jetzt bei den Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, die jetzt im Frühling stattgefunden haben? Man wollte einfach auf die Straße gehen und ein positives Zeichen setzen für Europa und einfach zeigen, dass es Menschen gibt, die auch dafür einstehen und die bereit wären, auch dafür irgendwie zu kämpfen und miteinander zu diskutieren, um es vielleicht auch weiterzuentwickeln. Also es geht nicht darum, nur die EU zu loben oder nur für die Werte einzustehen, die europäischen Werte, die so wichtig für uns sind, sondern auch zu zeigen, wir wissen, dass es Probleme gibt, wir wissen, dass es einer Weiterentwicklung für Europa bedarf, aber dazu müssen wir auch wirklich aufhören zu schweigen und einfach aktiv werden, auf die Straße gehen und miteinander diskutieren, was können wir denn verbessern an unserer Lage, weil nur wer mitbestimmt, von dem kann auch die Stimme gehört werden und die dann nicht wählen gehen und nicht aktiv werden, die dürfen sich dann auch nicht beschweren, wenn sich nichts bessert. Ja. Und deswegen geht ihr auch aktiv die Straße auf und seid hier eigentlich jeden Sonntag oder fast jede Woche hier am Karlsplatz. Ja, also wir sind seit Januar bzw. eher seit Ende Februar auch in Wien angekommen und in 5 anderen osteuropäischen, in österreichischen Städten. Und in Wien haben wir jeden Sonntag bis Ende Mai demonstriert. In der Sommerpause gab es quasi nur am ersten Sonntag des Monats eine Aktion und jetzt ab Herbst bis zu den Nationalratswahlen, weil es gerade eine wichtige Stimmung für Österreich ist, machen wir das wieder jeden Sonntag. Das heißt, heute hatten wir eine Pulse of Europe Aktion, das ist nächste Woche, übernächste Woche und wir versuchen da so viele Menschen dazu zu bringen, einfach auch zur Wahl zu gehen, zu mobilisieren. Und was wir auch in Österreich jetzt gemacht haben, ist, dass aus den Vorschlägen, die von den Menschen, die zu den Aktionen kommen, eine Art offenen Brief verfasst haben, in denen wichtige europapolitische Fragen stehen, die an die Parteien versendet wurden, an alle Parteien, an alle Spitzenkandidaten. Und das soll auch dabei helfen, einfach mal wirklich ein genaues Statement von allen Parteien zu bekommen. Wie stehen sie zu einigen Themen? Wie sieht ihre europapolitische Einstellung da aus? Und das hilft vielleicht da den einen oder anderen irgendwie zur Wahl zu gehen. Und weil es gibt viele Menschen, die dann natürlich sich fragen, okay, was mache ich und wen soll ich jetzt wählen? Und das ist wichtig, dass man da sowas macht. Okay, und dann noch mal ganz kurz. Du hast ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben. Kannst du mal kurz erklären, worüber das geht? Ja, wir sind 12 Menschen. Wir haben uns überhaupt nicht gekannt. Wir sind fremde Menschen gewesen. Und Vincent und Martin, die quasi die Idee zu diesem Buch hatten, haben eine Interrail-Reise gemacht durch Europa und haben dort in allen möglichen, also 22 europäischen Ländern Jugendliche befragt, ob sie sich europäisch fühlen und wie sie die europäische Identität sehen. Und da sind ganz spannende Sachen rausgekommen. Und natürlich habe ich sie auch so kennengelernt. Sie sind nach Wien gekommen, haben mich getroffen und ich habe ihnen natürlich auch aus meinem Heimatland Georgien was erzählt und wie die Stimmung zu Europa dort so ist. Und sie haben viele verschiedene Jugendliche aus diesen 22 Ländern getroffen und uns dann irgendwann einfach zusammengebracht in Berlin. Gott sei Dank, also 2 Stiftungen haben dann dabei geholfen und in einem Prozess von 3 Tagen haben wir dieses Buch zusammengetragen und wir haben das gecrowdfundet. Also es ist auf Englisch dann rausgekommen, wir haben ca. 7.000 Stück drucken lassen. Und in Europa verbreitet, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, an Schulen, an Institutionen, Verbänden und sie sind, man kann sie weitergeben, also wenn man es gelesen hat, dass das die andere Person bekommt und man kann dann auch sehen, wer es gelesen hat davor und sich mit dem vernetzen, weil es geht ja auch viel um Vernetzung, das ist wichtig. Und es geht um die 4 Schritte, was man tun kann für unsere Generation und für Europa.